Wow, willkommen zurück. Heute verraten Dr. Esma und ich die geheimen Tricks hinter 7 Stunning Dentist Flyer Secrets that Skyrocket New Patients. Und glaub mir, wenn du denkst, ein simpler Flyer könne keinen Wow-Effekt erzeugen, dann wird dich Part 1 gleich umhauen. Rasim, das Lustige ist, die meisten Flyer scheitern nicht an der Grafik, sondern daran, dass sie keine Emotion auslösen. Wenn Menschen spüren, dass ein Zahnarzt sie wirklich versteht, greifen sie zu Quo. Und genau da liegen die geheimen Stellschrauben, die wir heute enthüllen. Ganz genau, Dr. Esma. Wir starten mit einem Hook, der so scharf ist wie dein Skalpell. Warum funktionieren manche Flyer sofort, während andere wortwörtlich im Müll landen? Bleib dran, denn gleich kommt die überraschende Antwort. Kennst du das, Dr. Esma? Ein wunderschön gestalteter Flyer landet direkt im Papierkorb, obwohl das Angebot genial wäre. Das passiert ständig, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, warum ein Flyer sie emotional nicht anspricht. Oh ja, Rasim, ich sehe es ständig in Praxismarketing-Analysen. Patienten wissen oft nicht, wem sie vertrauen sollen. Flyer, die nur schicke Infos liefern, verlieren gegen Flyer, die echte Sorgen aufgreifen, wie Angst vor Schmerzen oder Unsicherheit bei neuen Behandlungen. Genau das. Und wenn Patienten emotional im Nebel stehen, suchen sie nach klaren, beruhigenden Hinweisen. Manche Flyer schaffen das brillant, andere, naja, eher weniger. Gleich schauen wir uns an, warum manche Botschaften bleiben und andere verdampfen. Weißt du, Dr. Esma, warum das Thema so entscheidend ist? Weil ein guter Flyer nicht nur nett gestaltet ist, sondern wie ein kleiner Vertrauensbooster funktioniert. Ein einziger Satz kann jemanden aus dem Zweifel direkt in die Entscheidung katapultieren. Absolut, Rasim. Ich erinnere mich an eine Aktion, bei der ein Flyer nur eine klare Botschaft trug: schmerzfreie Behandlung für Angstpatienten. Plötzlich kamen Menschen, die seit Jahren keinen Zahnarzt betreten hatten. Eine Botschaft, die wirklich verstanden wird, kann Leben verändern. Und genau deshalb lohnt sich dieser Deep Dive. Wenn wir verstehen, warum manche Flyer sofort Vertrauen schaffen, können wir jede Kampagne gezielt darauf ausrichten. Gleich verraten wir dir die erste überraschend einfache, aber extrem wirksame Technik. Bevor wir in die erste Technik springen, Dr. Esma, hier ein spannender Hintergrund. Laut mehreren Marketingstudien entscheiden Leser innerhalb von nur 3 Sekunden, ob ein Flyer relevant wirkt oder nicht. 3 Sekunden. Das ist kürzer als die Zeit, die du brauchst, um dein Lieblingsinstrument zu stimmen. Genau, Rasim. Und in meiner Praxis gab es mal eine Mini-Kampagne, bei der wir 2 Versionen eines Flyers testeten. Version A war hübsch, aber generisch. Version B sprach eine konkrete Sorge an: schonende Behandlung trotz sensibler Zähne. Ergebnis: was? 3-fach höhere Rückmeldungen. Das zeigt, wie kraftvoll gezielte Botschaften sind. Und gleich in der nächsten Runde enthüllen wir eine der unterschätztesten Stellschrauben beim Design, die fast niemand nutzt. Bleib dran. Dr. Esma, lass uns jetzt etwas tiefer in die Wissenschaft eintauchen. Psychologen sagen, dass das Gehirn visuelle Botschaften bis zu 60 Mal schneller verarbeitet als Text. Das heißt, ein Flyer wirkt wie ein kleiner Neuro-Shortcut, der in Millisekunden entscheidet, ob Sympathie entsteht. Ganz genau, Rasim. Und aus zahnmedizinischer Sicht gibt es noch einen spannenden Faktor. Menschen reagieren besonders stark auf visuelle Hinweise, die Gesundheit, Sicherheit und Kontrolle signalisieren. Ein Bild eines entspannten Patienten kann deshalb mehr Vertrauen auslösen als 10 erklärende Sätze. Faszinierend, oder? Wenn wir diese neurowissenschaftlichen Effekte gezielt einsetzen, können Flyer praktisch automatisch das Gefühl vermitteln: hier bin ich gut aufgehoben. Gleich verrät uns Dr. Esma, wie man dieses Prinzip im Design konkret nutzt. Okay, Dr. Esma, jetzt wird's richtig praktisch. Lass uns den Zuschauern eine simple Schritt-für-Schritt-Formel geben, mit der jeder Flyer sofort klarer, vertrauenswürdiger und einladender wirkt. Punkt 1. Beginne immer mit einer Botschaft, die ein echtes Patientenproblem anspricht. Punkt 2. Zeige ein beruhigendes Bild, das sofort Sicherheit ausstrahlt. Ich sehe es wieder. Und Punkt 3, Rasim. Verwende eine kurze, klare Erklärung, warum die Behandlung zuverlässig und angenehm ist. Keine Fachbegriffe, kein Chaos. Punkt 4. Füge einen klaren Call to Action hinzu, zum Beispiel eine Nummer zum direkten Anrufen oder einen QR-Code zur Online-Terminbuchung. Einfach, direkt, wirksam. Und Punkt 5. Wiederhole das wichtigste Versprechen am Ende, damit es sich im Kopf festsetzt. Gleich zeigen wir, wie diese Schritte in der Praxis aussehen, mit einem Mini-Vorher-Nachher. Bevor wir weitergehen, Dr. Esma, lass uns über die größten Flyer-Fallen sprechen. Viele machen denselben Fehler: alles reinpacken, was ihnen einfällt. Zu viele Farben, zu viele Infos, null Fokus. Das Ergebnis: Reizüberflutung in Papierformen. Oh ja, Rasim. Und ein weiterer Klassiker: falsche Bildsprache. Ein Flyer wirkt schnell unprofessionell, wenn Fotos unscharf, altmodisch oder unpassend sind. Patienten spüren sofort, wenn etwas nicht stimmig aussieht, und dann sinkt das Vertrauen schneller als ein schlecht gesetztes Implantat. Genau, und last but not least, fehlender Call to Action. Wenn du den Leser führst, kommt er mit. Wenn du ihn allein lässt, verliert er sich. Gleich zeigen wir, wie ein perfekter TTA aussieht, der garantiert Druck erzeugt, aber ohne Stress.